Here we see Abraham and Yahuel ascending to heaven on the wings of two birds provided for God by God at the time of the sacrifice. Hier sehen wir Abraham und Jahuel, wie sie auf den Schwingen von zwei Vögeln, die Gott zur Zeit des Opfers geschickt hat, in den Himmel auffahren. Once again, Yahuel holds Abraham firmly by the wrist. Wieder hält Jahuel Abraham fest am Handgelenk. A parallel that ties Moses' experience to that of Abraham is in the Apocalypse is found in 1 Nephi 1:11, where Nephi was also caught away in the Spirit of the Lord, yea, into an exceedingly high mountain. Eine Parallele, die das Erlebnis von Mose mit jenem von Abraham in der Apokalypse verbindet, findet sich im 1. Nephi 11,1, wo Nephi vom Geist des Herrn hinweggeführt wurde, ja, auf einen überaus hohen Berg. Notice the later words of Nephi. Schauen Sie sich die späteren Worte von Nephi an. He said that upon the wings of his Spirit hath my body been carried away upon exceedingly high mountains. Auf den Schwingen seines Geistes wurde mein Körper auf überaus hohe Berge hinweggeführt. Just as the Apocalypse of Abraham records that Abraham was raised to heaven on the wings of a bird. Genauso wie die Apokalypse Abrahams berichtet, dass Abraham auf den Schwingen eines Vogels in den Himmel hinaufgehoben wurde. At the heavenly veil, Moses sees the earth and all its inhabitants, not the spirit world he had seen previously, but rather a vision of the history of the mortal earth from beginning to end, like Adam, Enoch, the brother of Jared, John the Beloved, and others. Am himmlischen Vorhang sieht Mose die Erde und all ihre Bewohner, nicht die Geisterwelt, die er vorher gesehen hatte, sondern vielmehr eine Vision der Geschichte der sterblichen Erde von Anfang bis Ende, wie Adam, Enoch, der Bruder Jareds, Johannes der Lieblingsjünger und andere. The change in perspective as Moses passes upward is related in subtle beauty in the book of Moses. Der Wechsel des Blickpunktes, als Moses weiter aufwärts geht, wird in zarter Schönheit im Buch Mose vermittelt. Previously, as he stood on the earth, Moses had lifted his eyes up unto heaven. Vorher, als er auf der Erde stand, hatte Mose seine Augen aufgehoben zum Himmel. Now, after ascending to heaven, he cast his eyes down to see the earth and all of its inhabitants. Nun, nachdem er in den Himmel auffuhr, ließ er seine Augen schweifen, um die Erde und all ihre Bewohner zu sehen. Similarly, Abraham is told, "Look beneath your feet at the expanse and contemplate the creation and those who inhabit it." Gleichermaßen wurde Abraham gesagt, schau nun unter deine Füße an die Ausdehnung und bedenke die Schöpfung und jene, die sie bewohnen. Moses' vision is perfectly in line with ancient accounts that speak of a blueprint of eternity that is worked out in advance and shown on the inside of the heavenly veil. Moses' Vision liegt vollkommen auf der Linie antiker Berichte, die von einer Blaupause der Ewigkeit sprechen, die im Voraus ausgearbeitet und auf der Innenseite des himmlischen Vorhangs gezeigt wird. Writes Margaret Barker, those who had passed through the veil found themselves outside time. Barker schreibt, jene, die durch den Vorhang gegangen sind, fanden sich außerhalb der Zeit wieder. When Rabbi Ishmael ascended and looked back, he saw on the curtain on which was depicted past, present and future. Als Rabbi Ishmael auffuhr und zurückschaute, sah er den Vorhang, auf dem die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dargestellt war. Seeing all this, Moses asks, "Tell me, I pray thee, why are all these things so?" Als er das sieht, fragt Mose, ich bitte dich, erzähle mir, warum dies alles so ist. In almost identical words, Abraham asks, In fast identischen Worten fragt Abraham, "Eternal Mighty One, why did you ordain it to be so?" Ewiger, mächtiger, warum hast du es verordnet, so zu sein? At this point, we observe a significant difference between the book of Moses and the Apocalypse of Abraham. An diesem Punkt stellen wir einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Buch Mose und der Apokalypse Abrahams fest. Moses will receive a partial answer to his question about by what God made these things through a vision of the creation. Einerseits wird Mose eine teilweise Antwort auf seine Frage, wodurch Gott diese Dinge machte, durch eine Vision der Schöpfung zuteil. He will also be told why these things are so. Ihm wird auch etwas darüber gesagt, warum diese Dinge so sind. On the other hand, in the Apocalypse of Abraham, the dialogue between Abraham and the Lord centers not on the creation and the purpose of the universe, but rather on events of local concern, including the destruction of Jerusalem and its temple, the future of Israel. Andererseits kreist in der Apokalypse das Zweigespräch zwischen Abraham und dem Herrn nicht um die Schöpfung und um den Zweck des Universums,
sondern vielmehr um kürzliche Ereignisse von lokaler Bedeutung, einschließlich der Zerstörung Jerusalems und des dortigen Tempels und die Zukunft Israels. This is just the kind of material that would have been added by a later editor of the text. Das scheint gerade solches Material zu sein, wie es ein späterer Bearbeiter des Textes eingefügt haben würde. The culminating sequence of the vision begins in verse 31 when Moses, having continued to inquire of the Lord, comes to stand in his presence. Then God speaks with Moses face to face, describing his purposes for this earth and its inhabitants. Der Höhepunkt der Vision beginnt in Vers 31, als Mose, der den Herrn noch weiter befragt hat, in seine Gegenwart zu stehen kommt. Gott spricht dann mit Mose von Angesicht zu Angesicht und beschreibt seinen Zweck für diese Erde und ihre Bewohner. The granting of the privilege of seeing God is paralleled in both Old Testament accounts such as Isaiah and Ezekiel, and in other writings such as 1 Enoch. Zum Privileg, das Mose gewährt wurde, Gott zu sehen, gibt es Parallelen sowohl in den Berichten des Alten Testaments wie Jesaja oder Ezechiel, aber auch in pseudoepigraphischen Schriften wie 1. Enoch. However, the apocalypse of Abraham seems determined to say that God could not be seen. Jedoch scheint die Apokalypse Abrahams entschlossen zu sein, zu sagen, dass Gott nicht sichtbar gemacht werden kann. Only his voice could be heard. Nur seine Stimme kann gehört werden. Notice that Yahuwah tells Abraham in this account, the Eternal One himself you will not see. Yahuwah sagt an dieser Stelle, den Ewigen selbst wirst du nicht sehen. We will come back to this in a minute. Auf das kommen wir gleich zurück. After the granting of the vision, just like Moses sees the creation, the fall, and the creation, the Garden of Eden, and the fall, also Abraham will see the same set of events. Genauso wie Mose den Garten Eden, die Schöpfung und so weiter gesehen hat, sieht Abraham dasselbe.